iPhone, PlayStation und Co. Wie sieht die Zukunft des Comic-Lesens aus? Ja, ich würde mal sagen, es geht natürlich in erster Linie um den Bereich Online-Comic, denn aktuell gibt es den Bereich hauptsächlich im Internet, natürlich ganz viele Applikationen und Modelle zu arbeiten und zu erreichen und zu erweitern. Bevor ich aber eine inhaltliche Diskussion starten möchte, denke ich mir, dass am besten mal unsere Gesprächspartner, Joch, herzlich begrüße, ein paar Worte zu sich selber sagen. Und in einer zweiten Runde, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Vorstellungsrunde mit nur mal Name und Funktion. Dann will ich hier anfangen. Ja, gerne. Vom Studienverlag. Wir sind 3 Personen, also im geschäftsführenden Bereich und insgesamt 4 Mitarbeiter, davon 4 Feste und 6 freie Mitarbeiter, die aber eben auch helfen sind, was die Termine angeht, also für die Produktion angebunden sind. Haben am Start im Juni, das Gewerbe liegt schon 86, aber der Verlag ist 2006 gestartet worden. Wir sind so quasi der Studienstadium im analogen Segment, weil wir haben halt auch ein bisschen Regie an den Namen genommen, der Tradition hat. Und damit eigentlich auch mit den Inhalten des Spielerverlags, als Spielerverlag aufgetreten. Viele verwechseln uns noch mit dem. Auch hier, wir müssen es noch nicht wissen, mit Klarstellung, wir haben jemanden auch gar nicht gesehen, außer dem Namen. Wir sind im franco-belgischen großformatigen Album eigentlich erstmal verschrieben. Wir haben eine zweite Stufe gestartet, das Kurzformat. Sind so ein bisschen die Traditionalisten und haben ganz speziell die letzten 3, 4 Jahre das Segment Science Fiction und Fantasy letztendlich wiederbelebt, was ein bisschen unser Beruf, weil der Kartenverlag eigentlich, der mit uns auch damals schon zusammengearbeitet hat, einfach so hinter der Bühne, wir waren also Dienstleister auch für Karten und die haben uns Segment fallen gelassen und das haben wir sehr traurig gefunden und haben das eigentlich aufgegriffen, so der Ursprung. Und mittlerweile sind wir auch schon über die 3, 4 Jahre gewachsen und die beide gehören natürlich ein weitergehendes Programm. Und sind eigentlich im Moment natürlich 100% analog, sind quasi hier die Außenseiter in der Thematik. Aber auf der anderen Seite. Der Gegenpart. Ja, ein bisschen habe ich ja schon gefragt. Ich bin natürlich angeladen, dass mir dann die Gegenrede führen soll. Aber auf der anderen Seite sind wir keine Gegner, sondern einfach ein neues Segment, das ist ein weiteres Segment. Wir werden uns dem auch sicher nicht verweigern. Aber was da geschieht, was auf uns zukommt, das kann Lagieren sein, das kann auch nur ein Rätschen sein, das werden wir sehen. Aber das wird ja von draußen bestimmt. Die Devices, die alle stehen, die auch aus ganz anderen Segmenten gebunden werden, die auch eine andere Begründung haben aus anderen Segmenten. Aber sie werden auf uns zukommen. Wir sind jetzt zu 99% der Assistenznehmer, das ist dann auch eine ganz besondere Situation. Also wer produziert, hat ganz andere Interessen, das auch allen eben zu vermarkten, als der letztendlich nur spezielle Lizenzen kauft. Und das haben wir jetzt auch bei uns dann vertiefen, da bin ich schon mal einen Schritt zu weit gegangen. Kein Problem, machen wir einen Schritt zurück. Also das ist die Holzfraktion sozusagen. Holzmedien, dann machen wir den Schritt zu den analogen. Von den analogen zu den digitalen. Also mein Name ist Steve Jones und ich bin der Leiter der Newground Publishing. Wir gibt es seit 2008 und wir sind natürlich hier ganz besonders toll mit Comic-Salon einer der größten deutschen Seiten eigentlich für Online-Comics und auch Self-Publishing. Es gibt viel zu erzählen über die Comic-Salon, also bevor ich jetzt ausweite, kommen Sie auch später einfach in unseren Stand Nummer 3. Ich spreche das nochmal im Detail, aber generell sitzen wir in Berlin, haben 10 Mitarbeiter und arbeiten kräftig daran, Comics auf allen Medien vertreibbar, lesbar und kaufbar zu machen, auch die Printmedien, das auch unsere Maschine sind. Ja, also inhaltlich würde ich nochmal konkreter nachfragen. Hallo zusammen, mein Name ist David Boller, ich bin der Schweizer in der Runde, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Ich mache eine Webseite namens Zampano und was uns eigentlich speziell macht, ist, dass wir täglich neue Updates und Graphic Novel Geschichten aufladen, also hauptsächlich auch dramatische Sachen und nicht Gag Strips oder einfach reguläre Strips. Die Idee ist auch, dass wenn alles fertig serialisiert ist, dass es auch als Buch publiziert werden kann. Das heißt, wir starten eigentlich auf dem Internet und gehen dann in den traditionellen Print oder zum Beispiel dann aufs iPad oder iPod oder was auch immer. Die Seite ist eigentlich entstanden aus dem Wunsch, das klingt ein bisschen zynisch, wenn ich so sage, aber nicht unbedingt mit Verlagen zu arbeiten, sondern das selbst irgendwie zu vermarkten und dann auch
alle Rechte, inklusive Nebenrechte, zu behalten und so eigentlich mehr Power zurück zu den Künsten zu geben. Und das Internet ist natürlich ein phänomenales Medium, um wirklich solche Sachen aufzubauen. Servus, ich bin Steffen Volkmann, ich gehöre zu einem kleinen Verlag, der heißt Panini, und deswegen bin ich eigentlich gar nicht in erster Linie hier, sondern ich bin hier, weil es um die Seite mycomics.de geht. Und auf mycomics.de, die als eigentlich eine Seite gedacht ist, wo sich Comic-Fans und Profis darstellen können, auch Verlage darstellen können. Da ist ein Prinzip gesucht, wie der Comic traditionell und digital eine Zukunft hat in enger Zusammenarbeit. Und warum ich für mycomics und nicht für Panini da bin, ist, weil wir mit dieser Plattform ganz bewusst keine Panini-Plattform haben wollten, sondern wir wollten eine offene Plattform, wo im Prinzip wirklich jeder mitmachen kann und auch jeder seinen Profit rausziehen kann. Ja, bevor wir zu dem, sag ich mal, Sinn und Unsinn Zukunft der Online-Comics kommen, würde ich gerne noch ein bisschen tiefer gehen, eine Ebene, und die da die online vertreten sind. Nochmal eine kurze Vorstellung Ihrer jeweiligen Seite bitten. Ich kann sie eintippen, wenn es Sinn macht, auch ein bisschen darauf herumnavigieren. Aber also www. Ja. Wobei ich jetzt für den Fokus auf Online-Comic in dem Sinne von lesbar online gehe. Ist das bei euch? Habt ihr auch Sachen als .de? Wo bin ich denn jetzt? Aber komm, Komm ist nicht. So, das ist das Thema. Ja, das Multitasking. ja, was soll ich sagen? Im Prinzip ist es so, wenn ein Verlag komplett analog produziert, für den Kunden produziert, dann ist das alles andere als analog. Das heißt also, wir sind ein 100% digitalisiertes Werk. Alles, was wir heute produzieren, stammt eigentlich aus Computer. Die Webseite ist im Endeffekt ja nur das Produkt, was ich nach draußen zeige, aber Bücher werden heute digital produziert. Die werden auch teilweise von Künstlern schon digital produziert. Wenn nicht, werden wir eben entsprechend umgewandelt. Und im Endeffekt ist dann eBook-Thematik nämlich nichts anderes als einfach Verkaufsbühnen noch einmal den bestehenden Produkte aufzusetzen. Deswegen sind wir von einem Inhalt alles andere als irgendwie unwissend, was das digital angeht, weil alles, was wir digital erstellen, wird ganz am Schluss im Ende des Produktes des Verhängnisprozesses wir haben auch im Prinzip ein Online-Verfahren. Das ist halt jetzt kein kommerzielles, sondern das ist im Endeffekt noch eine Testvorstellung. Kommerziell bezogen jetzt auf den E-Markt, auf den man verkaufen möchte. Das haben wir natürlich im Moment nicht, aber wir haben im Endeffekt auf Verkaufsbühne natürlich einen klassischen Online-Shop, der aber letztendlich auch nur so ein Angebot ist für diejenigen, die es in den klassischen Laden einfach nicht schaffen. Da wird auch zu 90% wird deswegen auch genutzt, immer auch das Online-Geschäft in den Verlagen so ein bisschen als Konkurrenz gesehen ist, eigentlich nicht. Und ein zusätzliches Angebot. Es besteht einfach die Situation, dass man sagt, man möchte in einer modernen Welt auch digitales Internet. Das ist ja eigentlich die Basis, von der wir das immer wieder auch reden. Also ob man jetzt ein E-Book, egal welchen Lieder, es sind ja immer nur die Contents, die wieder über das Internet kommen. Und so läuft natürlich diese Website auch darüber. Und wir können ja mal einfach auch in die Idee einfach mal irgendwann einsteigen. Das wollte ich gerne fragen, jetzt gibt es ja auch Inhalte zu sehen bei euch. Also praktisch überall, also wenn man da ganz klassisch in eine Serie reinklickt, wäre es eher ein Zufall, wenn eine Seite keine Leseprobe ist. Also die Entwicklung sind also da Untersproch, die man da liest, dann hat man im Prinzip bei uns immer Vollformat, also über den Monitorformat, 10 Seiten Leseproben. Wir wollen das auch, was immer führen, auch so weit treiben, dass wir dieses Buch wirklich beurteilen kann, also der Aufwand in Richtung Papierkopie Buch dann auch schon wirklich vollzogen ist. Wer einfach 5 oder 10 Seiten unserer Comics nicht zusammenkommt, braucht sich auch Exemplare. Seid ihr nicht auch auf MyComics zu vertreten? Wir haben da im Prinzip Testseiten laufen. Die sind für uns einfach da mal reingestellt, um das kennenzulernen.
die Resonanz ist oder die eigentlich immer positiv ist, aber wir müssen ja praktisch schauen, und das ist ja dann auch, um dann diesen Weg von hier loszukommen, hier ist im Endeffekt etwas Unkommerzielles, ist auch der rein digitale Sinne. Und jetzt, wie bekommt man das mit der Erklärung, weil das Verlag natürlich noch schauen müssen, dass wir das verkaufen und nicht nur zum Ansehen. Also eine moderne Präsentationsfläche. Und das ist das eigentlich Spannende, das ist ja auch die Übergabe, weil letztendlich wir sind ja gar nicht die jetzt über das Geld verdienen, weil wir die Online-Portale, die sich damit beschäftigen, die wir dann als Verlag beschäftigen. Ja, eben, wie ist das so bei Comic-Salon? Ja, sehr gut. Was sagen Sie so, wie geht? Also, wenn wir jetzt mal auf comic-salon.de schauen, grundsätzlich haben wir ein comic-salon.de, shop.com und Netz und nicht ausprobieren, das war nicht blau geraten, aber wir haben die Domain. Also Comic-Salon, man muss wissen, wo wir hergekommen sind. Wir haben hinter uns den Verlag, der einer der Vorreiter bei dem deutschen Publikum zu sagen ist, einfach was digitales Produzieren angeht. Und wir haben gesagt, gut, wir müssen ein wenig mehr machen in der digitalen Welt, wir müssen ein bisschen mehr probieren und wollen auch ordentlich investieren und haben dann gesagt, gut, Comics ist etwas, was wir bis jetzt noch nicht verlegen, lass uns da irgendwie was Neues machen, aber jetzt nicht im klassischen Sinne, sondern komplett online. Also ein Online-Verlag erkunden, der einfach auch dieses ganze Potenzial und die Möglichkeiten, ein Comic online zu vertreiben und zu lesen, ausschöpfen. Gut, wir haben früher die Seite mangaka.de, das betreiben wir immer noch, das ist auch eine der stärksten Seiten eigentlich für Manga-Zeichner im Netz. Wie bin ich aufgebaut? Wo soll ich jetzt mal auf? Brauchen wir jetzt nicht reinschauen. Das ist auf jeden Fall, dort haben wir einfach eine riesige Community, die einfach produziert hat, Bilder ohne Ende, also auch derzeit werden auf mangaka.de, also wir haben über 120.000 Bilder jetzt in 3 Jahren gesammelt, es werden total über 100 hochgeladen, der Qualität natürlich unterschiedlich, aber es gibt jedem die Möglichkeit, ein mitzumachen. Und dieses Konzept des Self-Publishings, was auch im klassischen Verlagswesen größer und größer werdender Bereich ist, den haben wir gleich mit in unser neues Konzept übernommen. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir uns den Betriebsweg ausdenken und den konzipieren, dann machen wir daraus ein System, was nicht so richtig in unsere Zeit oder in unsere Zeit passt, sondern wir machen das ein sehr offenes System, wo nicht nur wir unsere Inhalte, die wir selber auch verlegen, digital verkaufen, sondern wo wir jedem die Möglichkeit geben, seine Inhalte hochzuladen und dann gratis zum Lesen anzubieten, für die Reichweite oder aber auch zu verkaufen. Das Konzept ist dann so ein bisschen aufgebaut, dass jeder, auch Verlage, die wir auf Profil ansprechen, die Möglichkeit hat, seine Inhalte hochzuladen oder zu geben, wie bei irgendwie, oder auch selber hochzuladen und diese dann digital anzubieten. Da ist eine ganze Menge Gehirnschmalz hinter, wie man zum Beispiel die Inhalte rechtlich sichert, also über Social DRM, was wir so ein bisschen eingeführt haben, bis hin, wie man die ganzen Bezahlprozesse und die Supportprozesse durchführt. Das heißt, ich meine, Comic verkaufen, sich zu sagen, ich mache das jetzt online, ist einfach, aber tatsächlich ist der ganze Weg über, wie verkaufe ich das, wie stelle ich das da, wie biete ich das an, war viel Arbeit. Und letztendlich haben wir aber ein System konzipiert, das einfach, das total einfach jedem anbietet. Das ist zum Beispiel so, dass wir auf Comic-Salon.de herum, also zum Beispiel natürlich diesen Community-Gedanken. Sagen wir, dass ich tun soll, wenn ich das tun soll. Okay. Diesen Community-Gedanken so eingebaut haben, das heißt, jeder kann hochladen und wenn die Community die Inhalte toll findet, also die Leser, dann werden sie kommentieren, bewerten, nach oben bringen und so findet ein sogenanntes Crowdsourcing statt, ja, dass einfach die Inhalte oder die Relevanz der Inhalte über die Leser definiert wird und nicht über mich als Verlag, der sagt, das ist toll, das muss ich aussehen. Die Leser suchen sich einfach aus, welche Inhalte sie lesen wollen. Und durch das Feedback, der direkt an den Autor natürlich geht, entsteht so ein Kreislauf. Autoren geben schon Feedback, das ist ganz klar. Manchmal positiv, manchmal auch negativ sicherlich, aber so bildet sich einfach so ein kleiner Mikrokosmos, in dem die Inhalte automatisch wichtiger werden, umso mehr Leserschaft folgt. Und umso weniger. So, dann haben wir uns überlegt, okay, das muss auf alle Geräte drauf, das heißt, wir haben wenn man mal auf eins draufgeht, irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß schon, Irgendeins, was gratis lesbar ist. Das muss runter sein. Auf
Den wir gewonnen haben, halt monatlich Webcomics für uns zeichnen. Und das war der erste Webcomic-Vertrag für Deutschland, ich weiß nicht genau. Würden wir da jetzt mal eins der Comics veröffentlichen? Nein. Aber ich mache es. Von 2005 gab es schon mal von UFAT natürlich täglich gezahlte Comics. Das war lange Vorhalterung, lange angelegt. Aber wenn du mal einen Comic bitte draufklickst, du bieten wir den in verschiedenen Formaten an. Wir haben zum Beispiel das Livebook, was einfach das online auf PC leicht lesbar macht. Wir haben das PDF zum Runterladen. Wir haben gerade in den letzten Zügen die iPad- und iPhone-Anwendung, die alles einfach auch lesbar und kaufbar macht. Und wir haben parallel am Arbeiten gerade die Android-Version und möchten auch auf PlayStation und Xbox drauf. Also so Philosophie ist dahinter einfach, dass die Inhalte, die wir bekommen, auf allen Geräten verfügbar sein müssen. Dass denen einfach wie der Leser mittlerweile die Wahl hat, wie er Medien konsumieren möchte. Und wir möchten einfach all diese Möglichkeiten auch anbieten. Ja? nein, ich wollte es verkleinern, dann muss ich die ganze Zeit machen. Okay. Gut, wie auch immer. Man kann also diese Comics und Mangas lesen. Interessant übrigens, dass wir Comics und Mangas nicht so inhaltlich thematisch unterscheiden. Das befindet sich bei uns alles auf einer Seite. Wir denken, dass es viele junge Zeichner gibt, die kommen gar nicht mehr verstehen, warum es da so eine große Trennung gibt. Und wobei einige auch sehr interessant, besonders von mangaka.de, die Nutzer lesen oder finden klassische Autoren, die bei uns im franco-belgischen Stil hochladen, und ich lese immer wieder Kommentare wie zum Beispiel, ich hätte ja normalerweise das nicht gelesen, aber hey, die Story ist total toll, das Zeichnen ist total toll. Verbinden sich damit. Ja, ganz neu hinzugekommen ist der Einzeldruckverfahren. Also jeder Autor kann auch seinen Comic im Einzeldruck jetzt in Zukunft anbieten. Und das wird dann, bestellt man und dann bekommt man es zu. Eine unserer Besonderheiten ist der Bookshelf. Wir haben uns überlegt, es ist wichtig aus unserer Sicht für digitale Medien immer einen Mehrwert zu dem zu bringen, was wir vorher hatten. Wenn ich 10 Jahre Bücher gelesen habe, warum soll ich mit digitalen lesen? Und das Bookshelf ist einer der Attribute, die wir hinbringen, die sagen, wenn du einmal das Comic gekauft hast, wenn du hörst, wir verkaufen keine Lizenzen, so wie Apple, die man irgendwann zurückzieht und ähnliches, sondern das Comic ist gekauft und ist in meiner Bücher drin. Ich kann es auf jedem Endgerät, was ich habe, was ein Comic-Zugang hat, reinlesen. Ja, das sind so ein paar der vielen Besonderheiten. Ja, ich würde gerne, wenn es gleich weitergehen würde, dann nicht ich mal kurz so einen direkten Vergleich haben, ein paar Kernfragen stellen. Also es ist ein Portal, wo jeder Comics hochladet. So. Gibt es bei euch auch schon vorpublizierte Comics, die ebenfalls gefeatured werden können? Naja, die es vielleicht schon im Buch gibt, schon vom Verlag. Ja, also wir haben natürlich unsere eigene, also wir sind auch ein klassischer Verlag, natürlich noch nicht ein Verlagsstudium im Aufbau, wir machen das ein großes Programm. Kommt noch, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade im Frühjahr über Knauer das Buch, das zwei Bücher, das ich mit Grafisch durchgehe. Und die gibt es auch digital zu kaufen. Aber es ist nicht bei euch so, dass es wirklich im Karlsruhe oder ihr habt herkommt und sagt, wir haben ein volles Album von euch bei euch featured. Daran arbeiten. Okay, nein, das wollte ich nicht. Das dritte, das wollte ich bestimmt die nächste Runde aufhalten, aber mit dem bestimmten Details und frage ich gleich dazu. Was ist denn das Geschäftsmodell? Also Internetfirmen nach Geschäftsmodell fragen. Ich weiß, ja, ich meine, ihr habt ja verschiedenes Angebot, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Die Möglichkeit, Dinge drucken zu lassen, wie kriegt man das hin? Also das ist, wir haben ein ganz eindeutiges Share-Modell. Also ähnlich wie bei anderen Anbietern ist es so, wir nehmen den Inhalt, nehmen einen gewissen Prozentsatz, also einen Share vom Verkauf, und der Verkäufer kriegt den Rest halt zugestellt. Das gilt auch für Einzeldruck. Das gilt auch bei Einzeldruck in Klammern. Wir sind noch ein bisschen am Rausfinden. Derzeit ist es so zum Beispiel ganz klar, wenn ich freien Comic hochlade und Einzeldruck zulasse, dann bekommt keiner einen Share. Da sind wir aber auch selber ausgeschlossen, weil das ist derzeit eine reine Dienstleistung, wo wir sagen, okay, es kann als Print bestellt werden. Wir zahlen quasi den Preis dafür, wo wir keine Share drin haben, deswegen kriegt der Zeichner auch keine. Ist aber frei. Also ich kann auch sagen, nee, ich möchte Einzeldruck nicht machen. Ich kann auch sagen, der Käufer zahlt den Druck im Prinzip. Der Käufer zahlt den Druck. Richtig, ja. Aber ansonsten, ja, also Sachen frei hochgeladen werden, die frei zu lesen sind, online ist nicht da. Das heißt, von runtergeladen können Sie
prinzipiell auch werden. Ja, also man kann auch dann an einem Autor. Genau, der Autor kann, also da unterscheiden wir so ein bisschen freien Autor, der hat den freien Zugang, das ist nicht möglich auszuwählen, welche Medien die werden sollen. Die Verlage ist was anderes, die können sich bei uns ganz genau aussuchen, ob es als PDF, als eBook, als EPUB, für iPhone etc. tatsächlich verfügbar sein soll. Und dann ist es auch als PDF runterladbar, wenn ich das frei, oder als EPUB, als eBook. Okay. Ein Geschäftsmodell habe ich eben gefragt, in dieser Hinsicht nicht, ob jetzt wie viel Wanderwerbungen verlangt oder ähnliches. Dann überspringe ich jetzt mal David, weil mycomics.de ist vielleicht nicht das gleiche oder in vielen Punkten ähnlich, aber wahrscheinlich auch in einigen unterschiedlich. Dann würde ich gerne mal eine Gegendarstellung bitten. Nur mal eine Hausarbeit, passende Seiten, vielleicht auch, wenn es deutliche Unterschiede gibt, das besser aufnehmen kann. Also natürlich ändert sich da sehr viel im Aufbau der beiden Seiten. Schon deswegen, weil es natürlich offen ist, für jeden mitzumachen. Bei mycomics.de ist es so, dass die Idee tatsächlich erstmal darauf gründet, eine möglichst umfassende Community für den Comic-Bereich zu schaffen, indem man 3 Parteien zusammenführt. Die Leser, die Künstler und die Verlage. Für die Verlage soll die Möglichkeit sein, dass sie erstens sich selbst und zweitens ihr Programm darstellen. Das kann frei für jeden Verlag funktionieren, indem sie Leseproben einstellen oder auch ganze Comics. Für die Künstler dasselbe, sich selbst und ihre Comics vorzustellen, auch da entweder in kleinen Happen oder das ganze Teil oder als wöchentlich aufeinander aufbauende Serie. Und dann natürlich für den Leser, der sich das alles anschaut, der sich darüber austauschen soll, der da auch wählen können soll, was ihm am besten gefällt. Und der motiviert sein soll, den Schritt zu machen vom Leser zum Künstler, um zu sagen, Moment mal, das kann ich auch, oder das kann ich besser, oder warum macht keiner den Comic, den ich gerne lesen will und das selber zeichnet und dann eben als engagierter Amateur sich dort einbringt. Die Idee ist des Weiteren, dass das Ganze eigentlich auf Dauer in der Zeit selbst als Non-Profit auch bleiben soll. Das ist sozusagen ein Tryout, das jeder nutzen kann, wie er möchte. Und dann kommt immer die Frage, und wo kommt denn dann das Geld her? Die Frage muss man natürlich sehr vorsichtig beantworten, weil bislang kommt damit nicht so richtig Geld her, weil das erst noch sehr jung ist. Aber wir verstehen das analog zu MySpace, YouTube oder so. Ja, genau. Die Idee ist, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen von unseren Kollegen in Amerika mal so ein bisschen vorexerziert worden, dass Online-Comics und die geprinteten Versionen davon jetzt nicht unbedingt im Widerstreit zueinander stehen müssen, sondern dass der Comicleser in seinem definitiven So-Sein durchaus ein Interesse hat, etwas, das er online gelesen hat, hinterher auch noch als Print haben zu wollen. Und dass man tatsächlich Comics vorveröffentlichen kann, digital, und zwar auch in seiner Gänze vorveröffentlichen kann, und sie hinterher dann gedruckt verkaufen kann. Und man daraus dann letzten Endes einen Profit macht, weil man nämlich die Möglichkeit hat, zum Beispiel Themen oder Autoren und Zeichner, die noch nicht so bekannt sind, über das Medium bekannt zu machen und dann hinterher eben eine Menge X an Käufern findet, die das dann tatsächlich gedruckt kaufen, und das reicht, um das Ganze am Leben zu erhalten und vielleicht sogar irgendwann Gewinn damit zu machen. Das ist, welche Funktion hatte das? Wäre sozusagen der Agent des Zeichners? Naja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wenn das zum Beispiel wirklich Menschen sind, die in ihrem Leben noch niemals einen Comic vorher gezeichnet haben, der gegründet wurde und vielleicht nur für sich im stillen Kämmerchen vor sich gezeichnet haben, dann sind wir oder jeder andere, der sich an denen bedient, sowas wie, ja, nicht der Agent, aber der ihn einkauft, quasi in Lizenz. Also als Beispiel, wir haben aus dem letzten Jahr der Comics, die von Amateuren gezeichnet wurden und teilweise auch von Profis, die Sachen ausgesucht, die am höchsten bewertet wurden, und haben die jetzt hergenommen und in einen geprinteten Band zusammengefasst, der hier auch zum ersten Mal vorliegt. Das heißt, der Weg ging, ich publiziere etwas im Internet, ich habe eine Fangemeinde und jetzt ist mein Video... Ja. Wo kann man das sehen? Beim Stand, bei Panini. Das soll ich fragen. Ja. Ist das bei Panini?
Die haben wir also gefragt, haben gesagt, habt ihr was dagegen, wenn wir das nicht printen, haben dann auch sich einen Vertrag gekriegt und das ist jetzt quasi als Anthologie da drin. Das ist der eine Weg, wie sowas funktionieren könnte. Der zweite Weg ist, wie wir es mit der Serie Freak Angels machen. Die haben wir jetzt komplett in der nächsten Woche, übernächsten Woche den ersten Band aus den USA komplett in Deutsch, schön häppchenweise auf mycomics.de eingestellt und werden jetzt mit Abschluss des ersten Bandes dann auch kundig machen, dass man dann in 2-3 Monaten den geprinteten Band kaufen kann. Und gleichzeitig wird aber der zweite US-Band dann auch in Deutsch, das geht nahtlos weiter. Und da wollen wir sehen, ob das funktioniert. Und genau diese Möglichkeiten sollen die anderen Verlage oder die anderen Künstler, die bei uns einstellen, auch bekommen. Das heißt, wir haben keinen Anspruch jetzt mal drauf, dass alle, die dort einstellen und noch keinen Vertrag haben, dass die dann hinterher bei Panini lassen. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern die Idee dahinter ist, dass das tatsächlich ein offenes Forum ist, für einen offenen Austausch gedacht, wo sich jeder informieren kann, was ist an Potenzial da, was gibt es bereits an Comics, die ich haben möchte und online lesen kann und aber trotzdem den Dreh bekommt, hinterher auch noch geprintete Produkte in der Hand zu haben. Es ist also auf der einen Seite eine Werbeplattform, auf der anderen Seite eine Austauschplattform. Also Werbeplattform ist für die Künstler selber oder jetzt auch für die Verlage? Auch für die Verlage, weil die können ja, wie ich am Anfang sagte, Leseproben oder Vollversionen einstellen und damit ihr Programm darstellen. Das ist hier schon relativ viel. Ne? Das ist inzwischen einiges. Also ich habe nicht im Kopf die genauen Zahlen, aber da hat sich mittlerweile doch ein heiteres Völkchen aus Verlagen und Künstlern zusammengefunden, die das regelmäßig nutzen. Das heißt, die Frage ist das Hochladen von Leseproben von Alben von anderen Verlagen, das ist das bei euch durchaus auch. Ja, also wir haben gerade vor dem Comic-Salon eine neue Funktion eingeführt, wie man halt auch Verkaufs-URL einfügen kann zu einem Produkt. Das ist wirklich noch eine Vorschau. Der Fire Angels Verlag, der bei uns zum Beispiel schon kommt auch bereit. Und aber generell ist natürlich die Idee, den Marktplatz so zu öffnen, dass auch Verlage, die Interesse haben an einem digitalen Vertrieb, sagen, okay, ich schalte mich ein und kriegen dann halt das Programm für den digitalen Vertrieb. Also die Zwischenfrage, du darfst gerne noch zu sagen hast. Habe ich noch nicht gesagt, kurz überlegt, wo ich aufgehört habe. Ja, also die Idee ist tatsächlich im Augenblick das aber als Versuchsballon steigen zu lassen, noch, um zu sehen, was überhaupt geht. Deswegen sind wir auch noch nicht auf allen digitalen Medien vertreten, weil das natürlich bisweilen auch immer etwas Geld kostet und wir ja im Augenblick noch das so ein bisschen versuchen wollen, deswegen muss man da immer gucken, was man an Geldern rein investiert, um eine neue Technik praktisch hinten anzusetzen. Und zum Zweiten kommt immer wieder dann die große Frage an Panini gerichtet, da ja zum Beispiel Marvel jetzt gerade in Amerika online gegangen ist, sehr viele Inhalte anbietet, ob es das dann in der Form auch in Deutsch geben wird und ob es das dann auch als App geben wird für das iPhone und für das iPad. Und da können wir immer nur sagen, vermutlich ja. Wir wissen nur noch nicht genau wann und wie, weil da natürlich dann auch immer ganz komplizierte vertragliche Sachen dahinter sind, weil sich insbesondere die Amerikaner als Lizenzgeber noch gar nicht so sicher sind, wie sie das vertraglich eigentlich deckeln sollen. Gibt es ja auch dann das Flash-Problem. Aber die Technik. Nein, aber ich meine, Flash ist ja mehr oder weniger ein Standard für viele Sachen im Internet und wird ja von Steve Jobs für Apple abgegeben und die meisten hippen und kleinen Produkte sind ja. Ja gut, es gibt ja für alles Mittel und Wege, das dann wieder aufzubringen. Das ist auch so, dass wir, wenn man mit dem iPad auf Comic-Salon.de eine angepasste Seite, die dann halt die Flash-Beta-Engine ersetzt mit einer Java-Beta-Engine und ja, das kann man gut nutzen. Wir haben auch eine App. Nämlich nur, dass ich so eine Vielleicht darf ich da? Ja. Total Comics, das ist ganz einfach. Vielleicht kam es jetzt im Moment auch noch so rüber, dass das so eine Experimentierplattform ist, wo Inhalte nicht da sind, wo sie sein sollen. Die sind eigentlich schon da. Das heißt, also man kann es da genauso drin finden. In Form der Leseproben. Also nicht komplette Comics, sondern nicht auf der kommerziellen Schiene, aber in der Leseprobenform, weil wir ja mit Endeffekt sehen, der Markt ist eigentlich so, dass letztendlich einfach die Informationsplattform irgendwo hinwandert. Und wenn einfach zum Beispiel ein Verlag selbst gewisse Leistungen
Geld aus dem Verlag bekommen, wenn überhaupt noch nicht irgendwie Gedanken über diese Leistung. Du willst ja auch nicht rausstellen, dass das Portugal aufgehoben ist. Als normaler Händler ist auch nicht der ideale Punkt in Ansprache auf den Kunden. Und so wird auch der Online-Händler, der das Online-Portal auch hat für den Verkauf der ideale Händler sein, weil die einfach gereift sind mit der Erfahrung. Das kann ein Verlag alleine ja gar nicht leisten. Und deshalb werden wir ja auch im Prinzip immer mehr daran teilnehmen und haben es auch schon vollzogen. Das heißt also für den Leser, für den Online, der letztendlich die Entscheidung trifft, wir informieren uns aber auf diesem Portal. Das würde auch für den Verlag schon bedeuten, dass das Engagement dann immer weiter ausweitet. Aber es sind mehrere, das sind ja nicht nur wir, sondern es sind mehrere Verlage vertreten. Und man wartet halt im Moment jetzt so auf den Leser, wie er reagiert, wie er das Ganze an. Genau, also der Versuch, das vielleicht nochmal genau sagen, der Versuchsballon ist ein Versuchsballon zu sehen, wie funktioniert das Ganze. Das ist das aber jetzt nicht von der technischen Seite versucht, es sei denn vielleicht, wenn man dann auf die anderen Medien noch übergeht, die anderen digitalen. Die Seite, die steht so und die funktioniert so und das machen, wie gesagt, viele mit. Es sind komplette Comics drin von ganz vielen Verlagen und Künstlern, es sind Leseproben drin, das sind diese zwei Unterschiede eben, will ich etwas anteasen oder will ich einfach sagen, hier ist der Bestand und dann kommt demnächst vielleicht was Neues. Und dann, wie gesagt, die andere Seite, die Kreativseite, was ist überhaupt noch an Potenzial unentdeckt in Deutschland, was man auch nutzen kann. Also ich dann auch immer kurz zu sagen, also selber hochladen, ja, Verlage vertreten, Download, PDF, Druck. Download, das ist eine verdammt gute Frage. Download, es gibt ein paar Comics, die sind frei gegeben, die kann man downloaden. Ansonsten ist es aber tatsächlich primär gedacht, dass man online liest. Also da ist extra ein Reader dafür entwickelt worden auch, bei dem man auch die eigene Lesegeschwindigkeit anpassen kann. Man kann Vollbild oder Einzelbild wählen, man kann eine Art Animation wählen und da ist wirklich so gedacht, dass man online sich das Ganze anschaut. Das heißt, es geht ja auch hier nicht darum, Inhalte online zu kaufen, die man dann zum Beispiel zu Hause in eine Bibliothek einfindet. Da vielleicht der größte Unterschied zu den Comic-Salon, weil hier tatsächlich die Sache online zusammengehalten werden soll. Gut, wir werden auf Details auf einer anderen auch nochmal kommen. Ansonsten würde ich sagen, kann sich ja jeder selber im Internet ansehen, was es dort zu finden gibt. Jetzt ist da voller. Der nicht nur das eingeladen ist, weil er online ist, sondern auch, dass er der Künstler ist, dass er der Zeichner. Das heißt, du bist ja schon seit Jahren Zeichner in Europa, auch in Amerika, überall auf der ganzen Welt. Und hast aber eben den Schritt auch gemacht, mit Hamburger Comics zu publizieren, eben online zu publizieren. Ich würde gerne die Doppelfrage stellen. Erstens natürlich auch das klassische, was ist Hamburger Comics, wie funktioniert das? Und zweitens, wie war der Zugang als Künstler dazu, etwas zu machen? Das ist gut. Am Anfang wollte ich eigentlich ein Printmagazin machen oder wieder etwas im Print machen, ja mal von der Fanszene und einfach diese Fanenergie, also die was ich wirklich machen wollte, nach Jahren und Jahren in der Industrie und Mainstream so lange, ich wollte wieder diese Energie einfangen, die wollte diese Energie wieder einfangen, die ich damals hatte, als ich wirklich gestartet habe, ein bisschen zurückbesinnen, auf warum ich das überhaupt machen wollte. Und irgendwie war ich ein bisschen ausgebrannt und alles. Und ich wollte eigentlich was mit Druck machen, aber wie wir alle wissen, den Druck von Anfang an bei Null anzufangen, das ist sehr, sehr schwierig, auch sehr unprofitabel. Und in den USA gibt es ja schon länger, also ich würde sagen, seit den letzten 2-3 Jahren wirklich erfolgreiche Webcomics. Es gibt das Penny Arcade, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist relativ bekannt. Und wir sprechen hier von 2 Leuten, das sind nicht so 2 Leute, die sprichwörtlich im Mother's Basement leben, Kinder, ihre Mutter eigentlich, sondern das sind wirklich Leute, die haben ein 14 Millionen Business kreiert aus einem Webstrip. Obwohl Penny Arcade nicht durchschnittlich, sondern die Ausnahme ist. Es heißt trotzdem, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo der Künstler durch das Internet eigentlich sich genug emanzipiert hat, um auf die Businessseite selbst zu machen. Zum Beispiel es gibt einen Strip namens PvP bei einem Typen namens Scott Kurtz. Und der ist auch
auch sehr, sehr erfolgreich. Und da gab es eine Diskussion kürzlich auf seinem Podcast, was würde passieren, wenn Marvel ihm einen Vertrag anbieten würde. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, was er gesagt hat in der Zuvor, aber ich kann mir vorstellen, er ist ziemlich ausgerastet und gesagt, ja, ich will keinen Vertrag unterschreiben. Und ganz ehrlich gesagt, die Tatsache, dass ich alle Rechte habe an meinem Strip und wie ich das dann weiter vermarkten kann, ob das jetzt eine Animated Series ist, ob das jetzt irgendwie Bücher ist, Shows oder Merchandise oder was auch immer, welche Möglichkeiten gibt es auszuwerten, ist für mich 10-mal mehr wert über eine 5-Jahres-Frist, als was Marvel mir zahlen würde. Und da hatte ich die Idee, ja gut, ich hatte auch schon ein paar Internet-Business gehabt und ich weiß mehr oder weniger, wie man codiert. Da habe ich gedacht, dann machen wir doch das einfach so. All diese Sachen, die ich jetzt aufgearbeitet habe, diese Serien, vielleicht müssen wir mal schnell zur Homepage das Übersicht gehen. Wir haben ja, wenn man auf die Homepage, haben wir diese kleinen Button oben, diese Buttons. Und jeder Button repräsentiert eine Serie. Und jede Serie ist eigentlich in sich abgeschlossen an einen Post. Und wie ich sehe, sind die auch nach Wochentag gemacht. Richtig, genau. Also jeden Tag der Woche gibt es eine Seite, eine Serie. Und da habe ich gedacht, na gut, dann stelle ich das jetzt einfach mal online und ich schaue mal, was passiert. Also absolut naiv eigentlich. Ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne Businessplan, ohne überhaupt nichts. Und wirklich innerhalb der ersten paar Wochen, obwohl ich muss sagen, wir hatten natürlich nicht so viele Zugriffszahlen, weil wenn man bei Null anfängt, wir hatten einen Zeitungsartikel in einer riesengroßen Schweizer Zeitung, eine 2 Millionen Auflage, das hat uns geboostet in der ersten Woche, aber es war wirklich, wir haben sehr klein angefangen, wenn es euch das interessiert, mit 86 Leuten, also 86 täglichen Besuchern im ersten Monat. Und ja, inzwischen sind es fast 8-mal so viel. Von dem her gesehen, in einem Jahr hat sich da wirklich was entwickelt. Und das hat uns dann auch wirklich auch bestärkt, in den Druck zu gehen damit, also zum Beispiel Druckausgaben zu machen. Und es ist auch zum Beispiel, wir schauen uns jetzt die englische Seite an hier. Nächste Woche kommt noch eine französische Version dazu. Das heißt wirklich auch, das Globale des Internets auszuloten, zum Vorwissen eigentlich und auch im Druck dann auf 2 Sprachen. Das wollte ich ihm auch sagen. Eine Besonderheit war also mehr sprachlicher sein. Die Idee ist natürlich, wenn die von euch, die natürlich im Business sind und Druckkosten so auskennen, die wissen, je höher das Auflage, dass man druckt, je tiefer per Unitpreis des einzelnen Buches. Und wenn man zum Beispiel 2 Sprachen druckt und man das Material selbst produziert, ist es sehr einfach, nur eine Schwarzfilm auszuwechseln und dann hat man eigentlich doppelt die Auflage. Und ich war jetzt gerade in Paris letzte Woche im Vertrieb das durchgesprochen und das scheint jetzt alles zu klappen. Also alle Fachbücher, die jetzt dann kommen, mit dem Themenbuch im Dezember, die werden dann einfach 2-sprachig gesetzt. Und da kann man schon erschienen ist ja schon Frankfurt. Vancouver ist jetzt das erste, das jetzt erschienen ist. Das war mehr ein bisschen experimentelles auch im Buch erschienen. Das hat sich im Nachhinein ein bisschen als Fehler herausgestellt. Wir hätten da auch im US-Format reingehen können und das hätte nicht so einen großen Unterschied gemacht. Ich finde das auch im Format persönlich einfach sehr handlich, aber die meisten Leseteile sind da meiner Meinung nach nicht. Das haben wir jetzt ziemlich klar gesagt. Auch die Händler, die finden es nicht so toll. Von dem her gesehen, größer ist besser. Nein, ich würde sagen, für diese Runde wäre es mal gut. Was ich mich in diesem Zusammenhang ein wenig frage, ist, traditionell, obwohl die Comics sehr, sehr früh das Internet auf verschiedene Art und sich adaptiert hat, traditionell war es ja so, dass die Comics-Szene trotzdem immer ein bisschen hinterhergehinkt ist in Entwicklungen im Internet. Und jetzt kommt es mir ein bisschen vor, als wäre das ein Vorauslaufen, ein Vorauslaufen. So frage ich mal den Vertreter des klassischen Verlags, braucht der Comic heute in Deutschland diese massive Internetpräsenz? Ich meine, nicht nur für Werbemedien. Jetzt rein vom Verlag her, die hat den Verlag relativ neu aufgemacht, die publiziert, verkaufsfrei entwickeln. Ist es so, dass man darauf schon reagieren muss, weil man befürchten muss, dass in 2 Jahren alle Leute jetzt nur noch Online-Comics lesen? Das kommt nämlich etwas sehr massiv vor, was da jetzt passiert. Ich glaube schon, dass das Comic immer noch hinterher sind. Das heißt, also, was in der Welt stattfindet, ist eine ganz andere Art von Sozialisierung von Meinung und Content. Da ist das Comic, das klassische Comic, nicht das meist unabhängig von historischen Verlagen, weil einfach das Comic das Produkt darstellt, ist das noch nicht dran in der ganzen Darstellung. Und das wird es letztendlich wahrscheinlich auch so bleiben, weil es ja einfach
Grunde einfach dieser kompletten Kompression dieser ganzen Welt an sich geschuldet. Das heißt, wenn man dann die richtigen Schritte machen möchte, dann muss man meiner Meinung nach schnell machen. Und dann finde ich jetzt nicht, dass das bestimmte Schritte, wo wir da quasi nichts mitmachen im Moment, finde ich trotzdem wichtig, dass das, was im Moment getan wird, auch stattfindet. Das heißt, schon klar, aber bist du als Verleger mit deinen Verlagsprodukten durch die Entwicklung des Internets bedroht? Im Verkaufszahlen? Gar nicht. Also im Moment, aber das ist auch eine spezielle Situation wieder. Also wenn ich jetzt wieder von Splitter spreche oder in der Branche angefangen ist, auch schon sehr verschiedene Dinge Splitter bezogen, kann ich nur sagen, wir haben ein explosionsartiges Wachstum. Und wie gesagt, das ist einfach, das hat auch mit der Internetpräsenz zu tun und eventuell auch wirklich mit diesem Angebot mit verschiedenen Portalen zu arbeiten und einfach eine andere Breite zu haben. Ja, konventionell einfach das Problem des Verteilers und das stellt ja letztendlich das Internet. Der Hintergrund meiner Frage geht auch in die Richtung. Es ist ja schon seit Jahren so, dass neue Fernsehserien in Amerika erscheinen, neue Filme am nächsten Tag oder Mittwoch oder manchmal vorher runterzuladen sind, und das gibt es ja auch für Comics nicht. Also wer den neuen Spider-Man schnell haben möchte, es gibt sofort Kanäle, wo man irgendjemand reingescannt hat und man kann es runterladen. Diese Bedrohung hätte ich jetzt für den europäischen Markt in der Form nicht so wahrgenommen. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Der deutsche Verlag, ich möchte nicht sowieso auch noch eine Runde in die Breite geben, ist die deutsche Verlagsszene durch so Raubmaterial schon bedroht, dass man das wir haben einen strategischen Vorteil, der eigentlich aus einem ganz langen strategischen Nachteil herauskommt. Wir haben eine ganz spezielle Kundschaft. Die hat letztendlich über die Rückzug auf die Gesellschaft, das Comic hat ja letztendlich irgendwo auch den großen Markt verloren. Also Comic war schon mal ein Thema des Kiosks und das hat sich letztendlich da verabschiedet. Und dann sind wir eben heute in den Fachverhältnissen und den Handlungen. Und in diesem Segment Graphic Novel steht jetzt auf jedem Print wieder auf. Das heißt, genau, das ist auch so ein Teil dieser Geschichte. Es findet eine Spezialisierung statt und die Kunden, die wir dann heute haben, die möchten auch genau diese Spezialisierung. Das heißt, wir werden da, glaube ich, auch nie dahin fahren, genau in diesem speziellen Segment. Aber Comic ist halt eben viel mehr als dieser Bereich und vor allen Dingen ist die Frage, was ist mit der Comic in Zukunft. Weil wir haben halt einfach eine neue Generation, die letztendlich ohne diese Spezialisierung dann groß wird, die wir dann aber auch das Medium nicht haben, nicht an das Papier, nicht an diese Erzählform und letztendlich ist einfach das Angebot des Internets generell einfach ein Überangebot. Also da gibt es einfach eine Versprechung einfach in den anderen Bereichen. Das deckt sich mit meiner Wahrnehmung, weil das ist gleich. Für dich ist es also sozusagen, ihr macht, was ihr immer gemacht habt, aber ihr müsst das Medium Internet beweisen und verbreiten. Für dich ist es auch klar, statt den Weg von Splitter zu gehen und einen neuen Comic-Verlag zu gründen, hast du gleich die Doppelschere als Künstler. So, jetzt komme ich aber auf die große Frage, warum macht ihr das? Du wolltest sowieso was sagen. Aber ja, warum macht ihr das? Für die beiden ist es schon mal klar. Ja, aber wir nicht machen. Ja. Also warum macht ihr das? Ja, warum macht ihr das, was ihr macht? Ja, also, ganz klar zu sehen. Also wir nehmen ein bisschen für, wir haben, muss man von Anfang an sagen, eine andere Wahrnehmung auf den Comic-Markt. Dadurch, dass wir besonders halt auch stark aus dem Manga-Segment kommen, haben wir ein sehr junges Publikum. Viele Mädchen ab 12, 13, 14 aufwärts gehen. Und dann kommen auch viele Jungen ab 16 dazu und die gehen dann auch in der Aber wir haben grundsätzlich ein sehr junges Publikum, was absolut ist. Ja. Und wir gucken uns, haben sehr viel studiert darüber, wie die Musikbranche funktioniert hat vor 2008. Das haben wir uns ganz eng angeguckt. Und die haben da halt, das sind elementare Informationen eigentlich zu lernen gewesen, wie man auf alle digitalisierenden Märkte, auch Buchmärkte ausfahren kann. Ich denke mal hier in der Stadt, wo MP3 verbunden wird. Ich habe den egal. Auf jeden Fall, wir machen das deswegen, weil es stattfindet. Also die jungen Leser, ich sag mal, wenn ich ein Splitteralbum kaufe, dann ist das Medium genauso wichtig wie der Inhalt. Ich möchte das Papier haben, das ist mir sehr wichtig. Aber für ein 14-jähriges Mädchen ist das nicht wichtig. Ganz klar, wir haben eine Kundschaft, die wir unterdrücken, ganz klar. Genau. Und das Problem ist, wenn das Medium aufhört, wichtig zu sein, sondern der Inhalt das Wichtige ist, dann ist auch der Schritt zur, ich sag mal das böse Wort, Internetstrategie, sagen, ja, ist ja ganz nah. Und wenn man sich besonders im Manga-Bereich mal in Deutschland umguckt, dann gibt es tatsächlich, ich nenne jetzt keine URLs, aber zumindest zwei sehr große
Faktoren, die, ja, ich sag mal, die Musikbranche so um 2001 widerspiegeln, wo ich einfach alle Inhalte, die da rauskommen, günstig und kostenlos mir besorgen kann. Ja, und das auch tue und da auch mit meinen Freunden drüber rede und da kein Problem mit habe. Warum wir das machen, was wir machen, ist, dieser Markt existiert ja. Es wollen Leute online lesen. Das ist nicht etwas, was ich den Aufdruck introduziere oder indem ich ein iPad erfinde und sage, ihr müsst es kaputt. Können wir später machen. Okay. Aussortieren und sagen, ihr müsst es alles kaufen. Sondern es ist so, dass der Leser das lesen will, besonders der Junge. Und was kann ich damit machen mit der Information? Ich kann natürlich sagen, okay, ich fange an, irgendwie Seiten zu verklagen, die das anbieten. Ich fange an, den Leser irgendwie zu verklagen, große Kampagnen zu starten, Raubkopieren ist, ne, 5 Jahre Knast, kennen wir alle. Das kann ich alles machen, aber es ändert nichts daran, dass der Kunde online liest und irgendwie an seine Medien rankommt. Also ich habe eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, nur einen Weg, wie ich zukunftssicher optimieren kann, und zwar ist das dem Kunden, also der heute 14-Jährige, der ist ja in 10 Jahren vielleicht mal 24, hat andere geldliche Mittel und ist auch nicht mehr so angewiesen darauf, sich online und sonst wo holen. Und dann muss ich eigentlich ein Konzept für ihn haben, wie ich ihm diese Inhalte anbiete. Und das geht über die Faktoren einfache Beschaffenheit, das hat zum Beispiel Apple ganz gut gemacht im iTunes Store, als die Musik plötzlich sehr einfach zu beschaffen war, weil das ein Gerät, läuft aufgeklickt, es war da. Der zweite Faktor ist die Qualität. Qualität ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn man sich diese Online-Seiten anschaut, oder damals ist Musik sich runtergeladen hat, aber momentan ist es nicht, angeblich. Es ist auf jeden Fall so, dass die Qualität muss einfach dementsprechend sein. Wenn ich mir irgendwo besorgen kann, dann ist es meistens vielleicht niedrige Bildqualität oder auch verpixelt in den Bildern oder es ist halt nicht so schön. Ich muss die bessere Qualität anbieten. Und der dritte ist einfach der Komfort. Ich muss einfach wir sagen immer den Lesern irgendwie, ja, ihr kennt das von der DVD zum Beispiel, ne? Dass ich, oder wenn ich mir online ein Video runterlade, dann brauche ich Programme, das ist alles super kompliziert. Aber wenn ich eine DVD kaufe, ist es einfach. Und diese Einfachheit muss ich einfach für ein virtuelles Produkt auch transformieren können. Das heißt, ich brauche einfach die Möglichkeit, mit einem Klick den Inhalt zu kaufen. Wenn ich dann halt dem Kunden das so nahe gebracht habe, dann ist es an einem bestimmten Punkt einfacher, mir den Inhalt zu kaufen. Und ich bin bereit dafür, 99 Cent auszugeben oder 1,99 oder 5,99, anstatt mir in komplizierten Börsen niederqualitätige Inhalte umsetzen lassen. Und deswegen sagen wir, ja, das ist auf jeden Fall eine der Zukunft, die Diversifizierung und auch die elektronischen Geräte. Das heißt, wir müssen jetzt Konzepte entwickeln, wie wir, ja, da haben wir auch. Ich finde das ganz interessant, wir haben ja eigentlich eine gute Aufteilung hier, also Printverlag, mehr oder weniger reiner digital produzierender Comic-Bereich, ich als Künstler, der das nutzt, und eigentlich ihr ebenfalls ein großer Printverlag, der jetzt noch eine große Online-Präsenz hat. Auch an dich die Frage, warum macht ihr es eigentlich und ist es bei euch, nachdem ihr ja mit den Marvel-Sachen und die Sachen auch vielleicht mehr betroffen seid, als ihr auch die Geschichte zum Original, ist das für euch auch ein bisschen ein Vorausplanen, Vorausdenken? Ja, also das ist natürlich ein Vorausplanen und Vorausdenken ist eigentlich auch letzten Endes der Versuch, eigentlich überhaupt nur mit dem Zeitgeist und der Entwicklung Schritt zu halten. Tatsächlich kommen bei der Frage, warum macht man sowas, kommen so diese ganzen Elemente, die schon genannt waren, die kommen da natürlich zusammen und vermischen sich so ein bisschen. Einerseits, man kann es nicht einfach negieren und sagen, Comic wird ewig Bestand haben, völlig egal, was die digitale Zukunft bringt. Zumindest nicht in der Form, wie wir es die letzten Jahrzehnte kannten, sondern digital wird kommen und dann muss man sehen, wohin sich das entwickelt. Und da muss man eben dranbleiben, damit man dann nicht den Anschluss verpasst. Ich habe mich sehr, sehr, sehr viel mit der Sache auseinandergesetzt auf einer anderen Ebene. Ich habe nämlich mit einigen meiner Professoren und Jungs von der Rhetorik in Tübingen geredet und auch mit einigen Psychologen, weil mich das schon seit einiger Zeit interessiert. Und die haben, also man ist in einem Projekt zu dem Schluss gekommen,
dass das Comic als Genre ein bisschen innerhalb des Ganzen so eine Sonderstellung hat, also innerhalb Film, Musik und Buch, weil es nun mal die einzigartige Verbindung von verschiedenen Elementen ist. Ein Comic setzt sich zusammen, das muss ich hier niemandem sagen, aus dem Bild, aus dem Text, aus den Soundtracks. Und ist ein Comic gut gemacht, dann entspinnt sich beim Lesen ein Film im Kopf. Dieser Film, der ist aber abhängig von der persönlichen Lesegeschwindigkeit. Diese persönliche Lesegeschwindigkeit, die erreicht jeder Mensch dadurch, dass er wahrnimmt, erstmal die gesamte Seite, das Einzelne und dann blättert. Wenn man die meisten Leute hinterher fragt bei einem Comic, was war denn Bild, was war Text, was war Soundtrack, werden sie es nicht sagen können. Sondern viele Sachen ergänzen sich im Kopf und geben eine Einheit. Man nimmt das nicht mehr getrennt wahr. Frauen sind übrigens stärker getrennt als Männer, das ist auch etwas, was aus dieser Untersuchung herausgeht. Und tatsächlich ist das irgendwo ein Vorteil des Genres, weil es gibt Bereiche, die bieten sich für den Online-Comic unglaublich an, zum Beispiel die Manga, weil sie eine unglaublich dynamische Art an den Tag legen, mit großen Sprüngen in den Bildkombinationen teilweise, mit vergleichsweise wenig Text, also einfach mit einer hohen Dynamik, die man vielleicht mit einem Videoclip in großen Teilen gleichsetzen kann. Das lässt sich online in fast jedem Medium, auch in dem kleinen Handy-Medium, sehr einfach konsumieren und macht Spaß. Wenn wir jetzt Strips natürlich, klar. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine sehr komplexe Graphic Novel hernehmen würden, dann hätten wir mit der Online-Aufbereitung schon mal ein echtes Problem über die Länge, über die Komplexität und über die mangelnde Dynamik, die darin ist. Wenn man selber das steuern kann über die Wahrnehmung, dann wird auch ein Schinken, den man vielleicht dreimal lesen muss, bis man die Genialität erkennt, wie zum Beispiel die Watchmen, wird interessant. Wenn man den in den Augenblick möglichen Medien digital genießen würde, dann wäre es ein stinkend langweiliges Teil. Das würde nie jemand bis zu Ende bringen. Und genau darauf beruht im Prinzip die Aktivität. Es ist nicht zu glauben, dass alles irgendwann in dieser Form online wird, aber es wird sicher ein Teil mehr und mehr online werden. Es wird dazu kommen, das ist prognostizierbar, dass neue Künstler antreten, die Mischformen erstellen. Mischformen zwischen einzelnen Panels und Teilanimationen, die praktisch einem dieses im eigenen Kopf zur Animation werden, abnehmen. Und dann wird es aber nach wie vor Dinge geben, die trotzdem allem von einer Klientel gelesen werden wollen, die sich aber nur in der traditionellen Form konsumieren lassen. Weil sagen muss, dass solche Sachen immer schon Experimente genutzt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie jemals gekannt hat. Chris Scheuer hat mal Morgana, so einen Comic-Strip gemacht, der ist Anfang 2000 irgendwann mal als CD erschienen und da wurde bereits mit Effekten gespielt. Also wenn ein Zug vorkam, konnte man draufklicken, es hat dann getütet und so weiter, ein paar Bilder gewackelt und so. Genau, das möglich wäre. Ich bin skeptisch, aber. Das gibt es schon. Ich meine nur, die Entwicklung in dieser Richtung wird weitergehen, auch mit der Entwicklung der Technik und mit der Entwicklung der verschiedenen Medien, auf denen man das lesen kann. Und darauf muss man sich einstellen und das ist eben der Versuch, um jetzt hier den ganzen machen, warum machen wir das, auszutesten auf dieser Plattform, was ist möglich und was wird eingebracht. Und auch, welche Dinge lassen sich dann vielleicht online irgendwann auch mal wirklich sehr gut verkaufen, weil sie eben online besser angenommen werden und wo kann man sagen, wenn wir Teaser machen, dann können wir damit traditionell weiterarbeiten. Und nicht zuletzt natürlich, um auch den Comic-Nachwuchs ranzuholen, weil der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr digital verhaftet und ist immer online und bekommt dort die Themen mit. Da bekommen wir vielleicht den Nachwuchs, der in unserem insbesondere deutschen Bestreben, den Comic aus der Nische der Schmuddelkultur rauszubringen zur Literatur, dann ein bisschen vernachlässigt haben und deswegen bisweilen gar keine jungen Leser mehr haben für die klassischen Comic-Themen. Und die können wir jetzt online wieder tatsächlich ranbringen. Und da schließt sich der Kreis auch zu Marvel und DC. Die machen das tatsächlich in Amerika sehr clever. Das heißt, die bieten eigentlich eine wahre Flut von ihren Comics online und gratis an. Gleichzeitig bringen sie aber die Novitäten als Print heraus und profitieren letzten Endes auch davon, dass dann trotzdem dieser Sammelcharakter da ist und die Leute, die Fans, die jungen Fans,
das online lesen und dann aber trotzdem auch den Drang bekommen, in den Comic-Shop zu gehen. Ich muss an dieser Stelle schon fast unterbrechen. Ich hatte eigentlich 2 Punkte vor. Nachdem das aber jetzt etwas durchaus interessant ausgeufert ist, kommen wir vielleicht ganz kurz durch. Aber ich möchte vielleicht noch 2 Punkte kurz ansprechen, 1, 2 Fragen zu lassen und am Schluss, weil das nichts was vom Derek und wir wollen den alten Leiter nicht warten lassen. Kurz zur Frage, weil es auch im Programm angekündigt ist, die neuen Medien, Handy, Readers, iPad. Ist das eine relevante Zukunft im Comic oder bleibt das, wenn dann überhaupt, eher im Online-Bereich? Vielleicht eine wirklich kurze Antwort, wenn es geht. Also jemand, der sich schon damit beschäftigt hat. Ja. Ja. Okay, vielleicht ein bisschen weniger kurz, die mittlere Ja, jeder, der die Marvel-App mal auf dem iPad gesehen hat, ich kann sie nicht mehr empfehlen, kann ich gerne zeigen, wenn es vorbeikommt. Super, ganz toll. Und das ist ein eigener Bestand. Ja, Stand 3 Comic-Salon Erlangen. Es ist super zu lesen, es ist farbig und vor allem sind diese Geräteklasse, die jetzt ja Apple einführt. Da wird Apple nicht der Marktführer für immer bleiben, aber diese Couch-Surfer-Geräte, sag ich jetzt mal, sind einfach wunderbar zum Einschalten und zum Lesen von allen möglichen Inhalten. Ich finde sogar Comics noch viel besser als Bücher und ähnliches. Also ja, ob das letzte Gerät ist, weiß ich nicht, aber... Oder bei klassischen Readern oder bei Handy? Ich sag mal, Handy, umso kleiner das Format, umso komplizierter wird es immer. Ich glaube, umso kleiner das Format, also es gibt ja auch auf dem iPhone einiges und wir bieten das auch an, weil wir denken, jeder soll die Freiheit haben, was er möchte. Aber das iPad ist eindeutig mein besser als das iPhone von mir bekommen. Kann es jetzt nicht mehr wirklich durchbringen, ich erwähne es nur, weil ich es für sehr wichtig halte. In den letzten Wochen und Monaten ist ja Blätter gestartet, vorher gab es schon Kachini, wer es nicht weiß, das sind Micropayment-Systeme, wo man also als User sich ein gewisses Konto zulegt und dann, so wie mit dem Like-Button oder dem Zustimmungsbutton bei Facebook zum Beispiel, das ebenfalls unter Produkte setzen kann, nur eben mit dem Unterschied, dass ein paar Cent dann an den Künstler gehen, also im Prinzip kann jede eigene Homepage damit ausstatten, also Blätter im Sinne von Flat Rate, kultureller Flat Rate und Blätter auf Englisch jemanden, schmeißen, Dankeschön, schmeißen. Jingle kommt, soweit ich weiß, vom Bereich Jingle für Jingle für Kleingeld und für Jingle für das Geräusch der Registrierkarte. Und beide sind also dazu da, im Micropayment-System Künstler zu unterstützen. Ist das etwas, was ihr angedacht habt, auch noch als Methode, oder ist das jetzt noch zu neu noch in Jahren? Also wir brauchen ja PayPal schon. Ja, PayPal kann auch, aber die ganz kleinen und so weiter. Ich habe es mal gebookmarkt und mal schauen, wie es funktionieren würde, aber das muss man ausprobieren. das könnte theoretisch auch einzeln dieser eigenen Werke. Ja, auch ein Blick drauf. Also ich schaue mir das genau an, super spannend, aber bis es in Deutschland ankommt, speziell Europa, es ist ja auch nicht ganz klar wahrscheinlich. Das ist jetzt 2 Monate wird übrigens von Pirate Bay gemacht. Naja, bei uns, das kann natürlich schon mal was werden, sobald wir wissen, ob die Online-Inhalte auf mycomics.de tatsächlich dann mal als Kaufinhalte angeboten werden oder ob wir das bestehende Online-Non-Profit weitertreiben und tatsächlich versuchen, diesen anderen Weg zu gehen, dass wir quasi den Profit passiv oder sekundär draus ziehen. Das wird man sehen, deswegen versuchen wir es und es kann gut sein, dass da einfach irgendwann ein Bereich kommt, der genauso abgedeckt wird. Und Sie in Zukunft warten Sie erst? Bevor die groß abgedeckt Ja, werden. nein. Eine Anregung vielleicht für die 2 Jahre, das sind ja immerhin im Jahr 2010. Und Paul ist in dem Sinne, wir kommen einfach gar nicht tiefer rein. Wir reden über das Thema seit Jahren, die ganze Branche. Jeder hat da seine Meinung, jeder seine Erfahrung, das wird einfach immer so bleiben. Und wenn man da einfach mal tief möchte, das ist der ganze Ansatz, der hintersteht. Was bedeutet das kulturell für die Künstler? Ja, genau, das wissen wir jetzt mit der Mischung der Runde, die verschiedenen Interessen ja auch da. Aber ich glaube, das müssten eigentlich letztendlich 4, 5 verschiedene Coaching-Diskussionen sein. Es sind aber, glaube ich, mindestens noch eins, wie macht man diese Comics. Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, wie vor ein paar Jahren im Manga, die halt bei uns jetzt die Zielstärke. Wir müssen Schluss machen aufgrund von der. Nur eine Frage, gibt es eine eigentliche Frage, die so dringend ist, dass ich sie unbedingt stellen muss? Ganz hinten. Ja, bitte. Laut.
Ja, ich habe eine Frage zum Thema iPhone. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, vertreiben Sie das über eine extra App oder machen Sie das über diesen App Store? Eine extra App, weil die Darstellung von Comics wird nicht von Apple gedeckt. Ich brauche eine extra Programm, was mir das besser darstellt. Und da wollte ich jetzt fragen, jetzt in letzter Zeit gab es immer mal wieder, dass Apple einfach verschiedene Programme, die sie nicht wollten, aus irgendwelchen Gründen auch immer einfach gelöscht hat. Bestünde die Gefahr, wenn Sie jetzt zum Beispiel den kontroversen Comic hochladen würden, dass Apple sagen würde, vielleicht ein Windows-Comic oder sowas, oder der Windows-Inhalt, dass jetzt dann Apple sagt, die löschen wir jetzt oder so. Also das muss man wissen, Apple hat nicht die Inhalte, die einmal gekauft waren, gelöscht, sondern die nehmen die Programme aus ihrem Store, sodass sie nicht mehr gekauft werden können. Das Problem existiert tatsächlich, wir haben auch Inhalte, die wir einstellen, die nicht angenommen werden, zum Beispiel das Ich von Rebecca Jelsch und Markus Heitz und so, das haben wir in die Ohren geworfen, von wegen Vergewaltigung und Selbstzerstörung. Das muss ich jetzt nach einem ganz schlimmen Comic anhören, aber ich glaube, jeder, der sieht, hier hätte kein Problem damit. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir passen uns gerade jetzt darauf an, indem wir kategorisieren und aufpassen, dass wir, das müssen wir leider tun, gewisse harte Inhalte nicht aufs iPhone kommen. Das ist schade, aber das ist so, ja. Das wird ein Problem werden. Dazu kann man den Schlussfassung vielleicht ganz aktuell, die Uli Lust, sie haben nominiert zum Max-Moritz-Preis, vor 2 Tagen wurde sie vom PayCall gesperrt, weil eines ihrer Comic explizite Sodomie enthält, so eine Traumsequenz, wo ein Jaguar sich an einer Frau betätigt, und PayPal hat ihren Account gesperrt und sie darf sich erst wieder aufmachen, wenn sie dieses Produkt unternimmt. Also diese Gefahr droht jetzt nicht nur von Apple, sondern die kann in jeder Richtung kommen. Das ist auch etwas, was noch aufgestanden werden muss. Gut, ich danke sehr herzlich. Tut mir leid, dass wir das überzogen haben. Danke für das Interesse. Wer noch mehr Interesse hat, geht an die jeweilige Stelle daher.